Viel spannender als die Filme habe ich aber meistens die Werbung gefunden, in denen wunderschöne indische Frauen vorgekommen sind mit so reichem Stoff. Walk together, talk together, all you people of the earth. Namaste, ich bin Zanja, 23, mache einen Master in Entwicklungsstudien in Genf und ich bin ein Jahr in Chennai, im Süden von Indien gewesen. Als ich von der Möglichkeit erfahren habe, ein Austauschjahr mit AFS zu machen, habe ich mich vielleicht ein bisschen so gefühlt wie der Bub auf dem Bild. Er steht in einer Salzwüste in Indien. Und zwar habe ich die weite, grosse Welt vor mir gesehen und grenzenlose, glitzernde Möglichkeiten, andere Länder und Kulturen zu entdecken. Aber mit so vielen möglichen Wegen und Destinationen habe ich nicht gerade gewusst, wohin ich wirklich gehen soll. Ich habe mich zuerst für Länder in Lateinamerika angemeldet, weil ich damals Spanisch gelernt habe. Aber an einem Sonntagnachmittag bin ich in meinem Zimmer gesessen und das Bauchgefühl ist so stark in mir aufgekommen, dass es eigentlich für mich auf Indien gehen muss. Ja, viel habe ich über Indien nicht gewusst. Ich hatte so Bilder im Kopf, wie Curry-Strassen gefüllt mit Leuten, viele Farben und Muster, Elefanten und vielleicht auch Tempel. Und das habe ich tatsächlich alles erlebt in Indien. Aber das meiste von meinem Leben in meinem Austauschjahr hätte ich so nie vorhersehen oder erwarten. Zum Beispiel, dass die Lieblingsfreizeitbeschäftigung von meiner Gastfamilie war, ins Kino zu gehen. Und dort nicht etwa Bollywood-Dramen zu schauen, sondern amerikanische Actionfilme. Ja gut, das ist nicht so mein Genre. Außerdem hatte ich mega kalt in diesen überklimatisierten Kinosälen, während es draussen 40 Grad oder so war. Aber ich denke sehr gerne an die Ausflüge zurück. Es hat immer so angefangen, dass wir eine Zeit abgemacht haben, wenn wir vom Haus losgehen. Und ich bin dann pünktlich bereit zu dieser Zeit im Eingang gestanden, habe aber eigentlich immer mindestens 15 Minuten warten. Nicht so schlimm, ich habe gelernt, geduldiger zu sein und ich habe die Zeit mit einem Schwätzchen mit der Selviaka, unserer Haushilfe, überbrückt. Dann sind wir aber doch irgendwann losgefahren, im Kino angekommen und mein Gastvater hat noch schnell Popcorn gekauft für alle, wo sehr viel Butter dran war und indische Gewürze. Und der Film hat angefangen. Viel spannender als die Filme habe ich aber meistens die Werbung gefunden, in denen wunderschöne indische Frauen vorgekommen sind mit so reichem Stoff und opulentem Schmuck. Und das habe ich faszinierend gefunden. Und bin darum auch froh, habe ich ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, selber so Outfits zu tragen. Dann war der Film vorbei und wir sind heimgefahren. Ich habe auf dem Rücksitz vom Auto mit meiner Gastschwester rumgeblödelt. Oder wenn sie eingeschlafen ist, was auch oft passiert ist, habe ich einfach träumerisch den Lichtern zugeschaut von dieser Großstadt, wie sie in der Nacht an mir vorbeigezogen sind. Ja, wenn ich so mich zurückerinnere an mein Austauschjahr und an meine Gastfamilie, dann wird mir ganz warm ums Herz. Durch AFS habe ich viele Perspektiven gewonnen, eine zweite Familie bekommen und auch ein paar von meinen besten Freunden gefunden. Aber das, was ich am meisten gelernt habe durch mein Austauschjahr, ist, dass ich auf mein Bauchgefühl vertrauen kann. Und meine Frage an dich ist jetzt, woher zieht dich dein Bauchgefühl? Falls dir das Video gefallen hat, hinterlasse gerne einen Daumen nach oben und abonniere kostenlos unseren Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du keines von unseren zukünftigen AFS-Story-Videos. Willst du noch mehr über AFS erfahren? Dann folge uns auf Instagram. Den Link zu Instagram und zu weiteren Kanälen findest du in der Beschreibung. Walk together, talk together, all you